Hallo und Servus aus München. Ich bin Jennifer und wir sind hier im Kerli-Studio am Stachus. Und neben mir sitzt auch schon mein Gast. Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du denn? Oh, welche Bezeichnung hättest du denn gerne? Also ich fange mal mit Vorname, Nachname an. Michael Pretorius. Mhm. Und ach, was machen wir so? Gebürtiger Münchner hier, also um die Ecke wohne ich und Medienschaffender würde, glaube ich, das breiteste Umfeld beschreiben. Ist aber auch genauso nichtssagend. Ja, genau, das ist sehr weit gefächert. Hast du Lust, uns das noch ein bisschen spezifischer aufzufächern? Also ich habe mal den sehr schlauen Satz gehört, dass man, wenn man einen Job ausübt, für den es keinen richtigen Namen gibt, dann ist es der spannendste von allen. Und ich glaube, dass wir in dieser Medienbranche die Möglichkeit haben, genau das auszufüllen, diesen Rahmen. Es ist immer so eine Tätigkeitsbeschreibung eigentlich. Mit was beschäftigt man sich? Die letzten 3 Tage bin ich in einem Ü-Wagen gesessen und habe die Regie Mhm. gemacht, eine Live-Regie für eine Produktion. Das letzte Vierteljahr habe ich mich mit wahnsinnig abstrusen Methoden beschäftigt, wie man AI-Avatare baut. Ich habe mich die letzten Monate selber geklont, meine Stimme geklont, mein Gesicht geklont. Jetzt kann ich auch solche Interviews Spannend. geben, ohne dass ich hin muss. Theoretisch. Solche Sachen. Dann schreibe ich sehr viel Konzepte für Bühnenshows, für Shows, die dann später als Fernseh-Event wirken müssen, speziell für die Mhm. sozialen Netzwerke. Also ich versuche gerade die letzten Monate sehr viel vom Querformat ins Hochformat zu übersetzen. Und es ist nicht das Drehen der Kamera, sondern es ist das Drehen der Bühne, es ist das komplette neue Setup, das neue Setting. Also man muss wahnsinnig viel umdenken. Ja, vor Urzeiten habe ich Musikfernsehen gemacht. An dem Tag, als sich Tic-Tac-Toe getrennt haben, habe ich quasi mit Musikfernsehen angefangen. Mhm. Jetzt könnt ihr erraten, wie alt ich bin, alter Sack. Ja, Videospiele, Konsolen bei der Markteinführung unterstützt. Das ist also ja auch medienschaffend in Anführungszeichen. Mhm. 2 Firmen gegründet, beide bisher noch nicht an die Wand gefahren. Mal gucken. Ja. Weiß man immer nie, gell? Und ja, das ist so die Range. Toll, sehr spannend. Also würdest du auf jeden Fall dich als kreativen Menschen bezeichnen? Weiß ich nicht. Also ich versuche immer ganz viel mit anderen kreativen Menschen zusammenzuarbeiten, weil ich finde, Kreation ist manchmal sehr anstrengend. Mhm. Sich selbst als kreativ bezeichnen zu müssen, würde ja bedeuten, man muss immer diese zündende Idee haben, muss immer einen neuen Farbfleck sehen, man muss immer ein Bild vor Augen haben. Und diese Kreation hat immer 2 Phasen, nämlich das eine ist in meinem Kopf. Und es muss irgendwie da raus. Und es gibt diesen wunderbaren Satz von Patrick Süßkind, der geschrieben hat im Kontrabass, es gibt Menschen, denen steckt so viel drin, aber es kommt nichts raus. Mhm. Und dieser Daily Hassle, den hat man, glaube ich, wenn man sich selber als kreativ bezeichnen würde, dass man immer diese Angst hat, da ist was drin, aber ich krieg's nicht auf den Zettel, ich krieg's nicht ins Video, ich Ja. krieg's nicht in die Audiospur. Und deswegen versuche ich immer, mit Menschen mich zu umgeben, die ernten können, was in meinem Kopf ist und die das dann mit mir gemeinsam zu was Großartigem machen. Mhm. Würdest du dann sagen, dass du oft vielleicht Druck verspürst? Zu wenig. Ich glaube, dass es eine große Herausforderung ist. Ich bin seit vielen Jahren so ein Einzelkämpfer mit meinen Companies, der mit vielen Leuten zusammenarbeitet, aber ich bin auch irgendwo der Gründer immer gewesen oder immer der die Idee hatte und vorangehen wollte. Und da ist es immer erstmal einsam. Derjenige, der in den Wald allein erstmal reingeht und schaut, sind da irgendwelche Tiere, muss man die kennenlernen? Oder der irgendwie, ich sage jetzt nicht an der Spitze steht, weil Spitze ist vielleicht die falsche Formulierung, aber wenn du so ein Geschäftsführer bist von so einer Firma, bist du ja Mhm. erstmal auch ein bisschen einsam. Ja? Ja. Und diese Einsamkeit ist auf der einen Seite natürlich auch ein Druck, dass du aus der raus musst und mit anderen zusammenarbeitest und gleichzeitig hast du aber niemanden, der dich triezt, niemand, der dich treibt, der sagt, das musst du bis morgen fertig haben, das muss das und das sein. Das heißt, so ein bisschen dieses Prinzip Pressure makes diamonds, das ist manchmal auch ganz gut. Also ein bisschen mehr Druck könnte manchmal auch ganz gut tun. Mhm. Und wie gehst du mit Drucksituationen um oder vielleicht, was machst du, wenn du irgendwie einen stressigen Tag hattest, um so wieder zu dir selber zu finden? Gehen. Ich finde, spazieren gehen ist eine unheimlich wichtige Methode. Mittlerweile habe ich einen kleinen Assistent, der mir dabei hilft, mein kleiner Hund, Mhm. der muss immer spazieren gehen und das mache ich auch ganz gerne. Wobei das immer nicht so ganz kompatibel ist mit dem Arbeiten und dann mit dem Hund spazieren gehen. Aber so dieses, ich versuche einfach wahnsinnig viel, wenn ich stressige Tage habe, da nicht mit dem Auto hinzufahren oder nicht mit der U-Bahn hinzufahren oder einfach dann vielleicht mal eine Station früher auszusteigen und zu gehen oder dann nach Hause zu gehen. Gerade wenn ich viel Workshops habe, mache ich es meistens so, dass ich dann einfach vom Workshop aus nach Hause gehe. Das ist also für mich Mhm. nochmal so ein Runterkommen und Verarbeiten. Das hilft mir ganz gut. Und ansonsten versuche ich habe in der Schule gelernt, dass eine der Kardinalstugenden die Besonnenheit ist. Und das ist für mich so
die wichtigste, die ich versuche zu erreichen, immer Besonnenheit zu verspüren und die auch auszustrahlen. Dass die Welt vielleicht gerade nicht so im Lot ist, aber dass es irgendwie jetzt schon funktioniert. Ja. Prioritäten setzt mal ganz kurz. Und habe auch einen zweiten schlauen Satz mal gehört von einem sehr wichtigen Mentor für mich, der hat mal gesagt, Dringendes darf nicht wichtig sein und Wichtiges darf nicht dringend werden. Und wenn man das so ein bisschen vorbereiten kann, hilft einem das auch. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also es hilft mir auf jeden Fall auch sehr viel, einfach in der Natur runterzukommen, auf jeden Fall. Und also Kreativität ist dann auf jeden Fall eine Eigenschaft, die du besitzt. Was ist denn eine Eigenschaft, die du als Kind hattest, die du bis heute noch in deinem Leben verspürst? Als ich in der Kinderkrippe war und so meine ersten Worte gesprochen habe, bin ich nach Hause gekommen und habe mich bei meiner Mutter beschwert, dass meine Kindergärtnerin oder meine Kinderkrippenbetreuerin als Alavazza bezeichnet hatte. Und ich wusste nicht, was sie da meinte. Sie wollte alter Schwatzer sagen. Ja, und ich habe aber so Alavazza gesagt. Und das ist mir bis heute geblieben. Ich kann sehr authentisch aus mir heraus sprudeln und frei nach dem Motto, woher soll ich wissen, was ich gesagt habe, bevor ich höre, was ich denke. So, oder andersrum geht der Satz, aber so in der Richtung. Ja, also man kann sehr viel sprudeln und dann das nochmal sortieren. Also dieses Brainstormen, dieses mal raussprudeln, einen Gedanken mal versuchen in Worte zu fassen, das ist eine Sache, die ich aus meiner Kindheit mitnehme und da wird auch ja, ich habe einfach das Glück gehabt, dass mir sehr früh sehr viel Selbstbewusstsein in die Wiege schon fast gelegt wurde, durch meinen Großvater auch. Und das prägt mich bis heute und stärkt mich auch ein bisschen, muss ich dazu sagen. Es hilft mir. Ja. Gleichzeitig war ich in der Schule auch ein sehr beliebtes Mobbingopfer. Das heißt, ich musste sehr viel damit kämpfen, dass ich zu dick war, zu klein war, zu was auch immer war. Und habe aber auch über die Jahre reflektiert, dass ich da aber auch dann auch sehr ausgeteilt habe. Ich war auch kein nettes Kind zu anderen, muss ich dazu sagen. Ja, das hatte also auch dieses Konfrontieren mit Konflikten. Das waren so Sachen, die heute ja auch, also bist ja auch heute nicht konfliktfrei. In vielen Jobs musst du ja auch irgendwie mit Naturellen klarkommen, die nicht immer dich mögen. Oder du bist ja auch nicht immer, bist ja auch nicht immer der, wo sie alle happy sind, dass der jetzt kommt. Ja, Ja, also, definitiv. und insofern, das ist eine Sache, die ich so ein bisschen aus der Kindheit mitnehme. Also du hast uns ja schon so ein paar schöne Sprüche genannt, die dich inspirieren. Was würdest du sagen, ist dein Lebensmotto? Vielleicht hat sich das auch eben durch diese schweren Zeiten, die du halt durchgemacht hast, irgendwie auch herauskristallisiert. Also so schwer waren die Zeiten jetzt nicht, muss ich dazu sagen. Das muss man relativieren. Das wäre ein bisschen Heulen auf hohem Niveau. Ich hatte eine sehr gute Zeit bisher. Also ich sag mal so, ich sag mal ganz devot, ich bin jetzt Mitte 40 und ich kann jeden Tag sehr dankbar dafür sein, dass ich die letzten 40 oder letzten 45, 46 Jahre so verbracht habe, wie sie jetzt gelaufen sind. Ich weiß nicht, ob die nächsten auch so aussehen werden, aber diese Zuversicht, nach hinten zu blicken und zu sagen, hat irgendwie immer alles geklappt. Die macht einem schon auch immer eine gute Laune. Ich sag mal so, ich hab eigentlich so einen Spruch bei Produktion immer, der heißt, Spontanität will gut überlegt sein. Und ich arbeite genau jeden Tag gegen diesen Spruch, weil ich ein wahnsinnig spontaner Mensch bin, mir immer wieder was Neues einfällt und ich mich eigentlich immer mit einem nächsten Side-Hustle beschäftigen möchte. Also ich bleibe ungern am Ball. Und das ist auf der einen Seite eine sehr positive Komponente, weil man sich immer wieder mit neuen Sachen beschäftigen will und kann. Auf der anderen Seite natürlich aber auch eine Herausforderung, weil man bei manchen Dingen einfach ein bisschen Geduld braucht. Also ich glaube, ich wäre jetzt nicht derjenige, der Bonsai-Bäumchen umpflanzen könnte, weil das braucht einfach sehr viel Geduld und sehr viel Zeit und die habe ich nicht. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ich würde mich auch eher als ungeduldigen Menschen beschreiben. Ja, ist auch geiler, oder? Ja, ich habe dann auch manchmal viele Ideen und dann, man will einfach gleich was machen und gleich was umsetzen und ja, Resultate sehen, habe ich das Gefühl. Und dann kann man da oft nicht so abwarten. Hast du einen Lieblingsfilm oder Lieblingsbuch? Nee, nicht den einen. Ich glaube, man könnte jetzt durch die verschiedenen Genres durchgehen oder die verschiedenen Literaturthemen durchgehen. Ich sag mal so, ich nehme ein Beispiel für eine sehr gute Storytelling, also ein Storytelling, das mir extrem gut gefallen hat. Das ist jetzt nicht der beste Film ever, aber die Storytelling-Idee ist großartig, ist Ratatouille von Disney. Der Koch, der nicht kochen kann und die Maus unter dem Hut, die auf einmal an diesen Fäden zieht, the Puppet on the String eigentlich so ein bisschen, ja, der Koch, Ja. und Menschen auf einmal befähigen kann. Finde ich großartige Idee und finde ich eine wunderschöne
eine wunderschöne Parallele zu Dingen, die ich immer wieder versuche, nicht derjenige zu sein, der perfekt kocht, aber im Hintergrund die Menschen zu haben, Mhm. die mir mal meine Ohrhaare langziehen können oder meine Kleinen an der Mütze rumfassen, finde ich unheimlich großartiges Storytelling, weil es dieses Befähigen, dieses Beflügeln von Menschen so schön rüberbringt auf so eine unheimlich schöne dramaturgische Weise. Ne? Finde ich großartig. Ansonsten habe ich gerade zitiert aus dem, oder vorhin mal kurz eine Antwort zitiert aus dem Kontrabass von Patrick Süßkind, großartiges Monologstück auf der Bühne. Ein Mann, der einfach völlig frustriert ist und die ganze Zeit seinen Kontrabass anschreit und darin so ein bisschen dieses, einfach in einem schönen kurzen Bühnenstück so ein bisschen seinen Konflikt und den Gesellschaftskonflikt schön auf die Bühne bringt. Kann ich immer wieder hören, immer wieder sehen, mag ich wahnsinnig gerne. Was wäre denn ein Reiseziel, was du noch nicht besucht hast und gerne noch besuchen würdest? Atlantis. Weil man es nicht besuchen kann, weil es kein Ort ist. Atlantis ist eine Wunschvorstellung von Mythologien, von Dinge entdecken und wir haben keine Ahnung, ob Atlantis unter Wasser liegt oder irgendwo auf dem Berg war oder wie auch immer. Es ist was Mythologisches, es ist so dieser Wunsch nach Harmonie, nach einer funktionierenden Gesellschaft, aber gleichzeitig auch so ein bisschen diese Dystopie von, da ist was an der Spitze seiner Evolution, dann wird es einfach von morgen auf heute, auf heute auf morgen ausgelöscht, was ich eine unheimlich faszinierende und auch gleichzeitig frustrierende Vorstellung finde. Also auf jeden Fall könnte man dann sagen, dich fasziniert dieses Unerreichbare vielleicht auch? Boah, also ja, das ist ja sehr weit gegriffen. Fasziniert mich das Unerreichbare. Ähm, Oder letztendlich, motiviert es dich naja, vielleicht eher? letztendlich ist das alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, war immer in die Zukunft schauen. Ich meine, in meinem Alter ist jetzt so die Zeit, die man nach hinten blicken kann, wenn es gut läuft, genau die gleiche Zeitspanne, die man nach vorne blicken kann. Und ich glaube, alte, langweilige Menschen definieren sich dadurch, dass sie immer nur nach hinten schauen. Wir sagen, es war ja früher alles und die gute alte Zeit und wisst ihr noch damals, dann kriege ich wieder bei Instagram irgendwelche Sprüche, kennst du noch oder gut war doch als mal damals noch oder so. Ja, aber das definiert halt auch so ein bisschen die alten Säcke, die halt auch keine Perspektive mehr in die Zukunft haben. Und wenn ich so schaue, was hat mich in den 20ern geprägt, immer wo ich 20 war, das war, es wird alles geiler werden, es wird alles, boah, irgendwann werden wir das können, irgendwann werden wir das können. Und ich glaube, dass dieses, boah, irgendwann werden wir das können, unserer heutigen Zeit ein bisschen fehlt. Also wir haben wie die Menschen, die jetzt 20 sind, boah, ich ziehe alle meine Hüte, die ich zu Hause an meiner Wand hängen habe, vor diesen Menschen, weil die müssen jeden Tag diesen Gedankengang für sich neu fassen und neu entdecken. Und da draußen ist ziemlich vieles gerade im Argen. Und das fällt mir mit meinem jetzigen Alter, und ich bin kein alter Sack hoffentlich, ja, auch wenn ich einen grauen Bart habe, Nee. manchmal schwer zu sagen, aber morgen machen wir doch das und morgen war doch das und jetzt kommt die AI und dann kommt möglicherweise, vielleicht kriegen wir das ja mit dem Klimawandel doch noch irgendwie auf die Kette, dass wir Dekarbonisierung irgendwie hinkriegen und CO2 in irgendwelchen Schichten da unten binden und ob das funktioniert, ich habe keine Ahnung. Aber so dieses Hoffnung, und ist das unerreichbar? Ist das erreichbar? Weiß ich nicht, aber vielleicht ist es doch ganz gut, wenn wir versuchen, das Unerreichbare zu erreichen. Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es eben immer diese Verbesserung hervorbringt, wenn man versucht, vielleicht oder scheinbar unerreichbare Sachen zu erreichen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das so hundertprozentig unterschreiben würde. Ich glaube, das hängt sehr viel mit dem Charakter zusammen, den wir haben. Es gibt auch Menschen, die wollen zum Mars fliegen und haben einen Charakter, den ich jetzt nicht so unterstützen würde, die auch das Unerreichbare erreichen wollen. Also ich glaube so ein bisschen, wenn es größenwahnsinnig wird oder wenn dann das eigene oder dieses Ziel, das 200 Jahre vor uns liegt, über das Ziel der heutigen Generation hinausgeht oder sich einfach über etwas stellt, glaube ich, wird es schwierig. Würdest du sagen, dass du an Schicksal glaubst? Schicksal ist mir ein bisschen zu esoterisch. Zufall. Ich mag den Zufall. Ich finde, der Zufall ist was unheimlich Demokratisches. Der kann jedem passieren. Ich finde, der Zufall ist etwas, was man annehmen kann und den Zufall aber auch, den man hinterherhechten kann. Wir haben eine krasse Pandemie hinter uns, die letzten Jahre gehabt, die ist jetzt Gott sei Dank schon ein bisschen hinter uns. Und da war ein großes Thema, dass wir nur noch in Videokonferenzen eingeschnallt waren und uns nicht mehr richtig treffen konnten und damit der Zufall ein bisschen reduziert war.
Also diese zufällige Begegnungen. Im Ja, Alltag im meinst du, Alltag, ne? der hat uns da ein bisschen gefehlt und der ist auch fürs Business ziemlich wichtig, dieser Serendipity-Effekt. Du triffst auf einer Rolltreppe jemanden und sagst so, Mensch, boah, geil, dich habe ich noch nie gesehen. Auch das, was wir heute hier machen, ja, hätten Ja. wir vielleicht, das ist also ein Zufall, ja. Wir haben ein kleines Vorgespräch gehabt, du hast mir ein bisschen was erzählt, was du so machst und jetzt hätte ich per Zufall vorhin sagen können, Mensch, da hätte ich anknüpfen können. Habe ich jetzt vorher nicht gemacht, weil ich unser Vorgespräch nicht zu in die Länge ziehen wollte. Aber das war ja auch so ein bisschen Zufall, ja. Und dass wir jetzt zufälligerweise hier sitzen, Heute. hier in diesem schönen Möbelhaus, wo wir hier die Preisschilder noch haben, vielleicht finde ich den Tisch ganz geil, 1940 Euro, geil. Na, hat aber mal gekostet 2,439. Ist im Sale. Ist aber ein geiler Tisch. Ne? Zufall, ja. Das ist schon schön. Also ich mag den Zufall. Jetzt sitzen wir ja hier an diesem tollen Tisch. Wenn du dir eine Person aussuchen könntest, die mit dir zu Abend isst, wer wäre das? Und du bist wirklich frei, es kann egal wer sein. Ich habe das Glück, dass ich mit dieser Person Abendessen kann. Und zwar, sie wohnt gegenüber, es ist meine Oma. Und die ist weit über 90 und mal hoffen, ist sie zur Ausstrahlung von diesem Interview noch dann auch noch unter uns. Wäre sehr schön, weil es ist gerade so ein bisschen schwierig. Ja. Ey, wenn du 90 bist, hast du so viel erlebt und wenn du jetzt 90 bist, hast du auch sehr viel Scheiße erlebt und du hast aber auch gleichzeitig gemerkt, wie alles auf einmal wieder zum Leuchten beginnt. Und wenn jemand es geschafft hat, aus der Dunkelheit ein Leuchten zu entdecken und sich da auch Dinge erlebt hat, ist es meine Oma. Und sich mit der zu unterhalten, da kannst du Bücher schreiben, da kannst du Drehbücher schreiben, da kannst du also jedes Abendessen ist ein Podcast so ungefähr. Man müsste nur einfach auf Aufnahme drücken, was ich nicht mache. Und das ist einfach schön. Und diese Momente genieße ich sehr und finde, das ist großartig. Es ist immer auch schön, sich mit Menschen zu treffen, die noch mal ganz anders ticken als man selbst. Aber da könnte ich jetzt wieder zurückgreifen auf die Frage nach dem Schicksal, dem Zufall. Ja? Also am liebsten mit Leuten, die ich dann noch gar nicht getroffen habe. Insofern kann ich den Namen gar nicht nennen, weil jeder hat eine tolle Geschichte zu erzählen. Aber wenn du jetzt mich fragen würdest, wer hat diese Geschichten, würde ich sagen, meine Großmutter. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich denke auch oft daran, dass es eben wichtig ist, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Und das ist natürlich toll, wenn deine Oma noch da ist und ihr die Zeit habt. Und sie hat sicher sehr spannende, aufregende Sachen erlebt und auch ein ganz anderes Zeitalter. Und ich finde das sehr aufregend, eben da diese Geschichten zu hören. Unbedingt. Es ist vor allem dann spannend, wenn du auf einmal Menschen aus dieser Generation mit alltäglichen gesellschaftlichen Diskussionen konfrontierst. Also mit meiner Oma über Sexismus zu reden, ist zum Beispiel total spannend, weil die kommt aus einer Zeit, als das quasi in jedem Unternehmen gelebt wurde, Klammer auf, heute immer noch so ist. Und sie aber dann nochmal eine ganz andere Erfahrung mit reinbringen kann. Es ist total spannend, mit meiner Oma über Klima zu diskutieren, über Reisen, über Konflikte jetzt, kriegerische Auseinandersetzungen, über Politik, über das Erstärken von rechten Parteien, über Dinge, die unsagbar sind, auf einmal wieder gesagt werden. Das ist sehr spannend, hier Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft in einem Abendessen zu kanalisieren. Ja. Wie gehst du mit dem Gedanken der Vergänglichkeit um, dann vielleicht auf der anderen Seite? Vergänglichkeit ist, glaube ich, also ich glaube, ich habe da meine Meinung ein bisschen geändert oder meine Haltung. Ich habe immer früher so mit 15, mit 20, mit 25, als ich angefangen habe, in diesen Medien zu arbeiten, war ich immer so ein bisschen die Frontsau. Ich wollte immer so ein bisschen auf der Bühne, ich wollte ein bisschen hinter Mikro, vor der Kamera. Das fand ich immer ganz cool. Und fand es immer ganz nett, wenn man sich dann irgendwann nochmal an mich erinnert, wenn ich mal nicht mehr bin. Auch so, hey, generationenübergreifend. Und ich finde das heute rückwirkend betrachtet ein bisschen narzisstisch und auch ein bisschen unnötig. Ich hatte vor 2 Jahren die Situation, dass ich kurz ohnmächtig geworden bin. Es war nicht besonders schlau. Ich bin zu warm aus der Badewanne ausgestiegen. Mir wurde einfach schlecht und ich war kurz weg. Und als ich wieder bei mir war, habe ich darüber sehr viele Wochen nachgedacht, über diesen Moment, weil es war jetzt keine Nahtoderfahrung, das wäre ein bisschen übertrieben, aber es war so da war so ein Moment, ich konnte mich an nichts mehr erinnern, was da irgendwie in diesem Moment war und davor war es irgendwie cool und danach wurde es auch wieder besser, aber da war es auf einmal irgendwie vorbei. Und da war noch kein Erbe geschaffen, da war noch keine Heritage, wo sagt, da hat man sich jetzt an mich erinnert. Und dann dieser Moment so nach dem Motto, mal kurz ganz besonnen und ganz devot zurückzublicken, was wäre gewesen, wenn es jetzt hier vorbei gewesen wäre? Was wäre
dann hätten wir diese Vergänglichkeit gehabt. Und ich glaube, so einen Moment immer wieder in meinem Leben zu haben, so nach dem Motto, okay, wenn wir jetzt von diesem Tisch nicht aufstehen, was wäre dann geblieben? Glaube ich, erdet. Würdest du sagen, das ist vielleicht eine Angst von dir? Nein. Ich glaube, eine Angst, ich glaube, die Angst der Vergänglichkeit ist eher eine Angst, dass anderes vergänglich ist, was man lieb schätzt. Dass man, das also selber, irgendwann werde ich in dieses Gras beißen, das lässt sich nicht verhindern. Und wenn wir Glück haben, dann, oder wenn ich Glück habe, dann werden andere möglichst lange bei mir bleiben, ja, also die ich wertschätze und lieb habe. Ich glaube, das ist eher diese Vergänglichkeit. Auch wirtschaftlich gesehen, du hast was geschaffen und jetzt geht es den Bach runter. Wie viele Unternehmen müssen nach 3 Monaten Insolvenz anmelden? Wie viele Firmen schaffen die 5 Jahre nicht? Wie viele Firmen feiern ihre 20-Jahr-Feier und 3 Monate später gehen sie pleite? Das kann dir immer passieren. Und es wäre schade, aber auch ich musste eine meiner Firmen 2, 3 Mal maximal umbauen, weil sie auch, weil das, was wir gemacht haben, einfach vergänglich ist. Und ich habe gerade eine Firma von 2, die auch wieder jetzt in so einem Transformationsprozess ist, wo sie sich Gedanken machen muss, was sie eigentlich tut, weil das, was sie jetzt tut, ist bedingt nachhaltig. Also nachhaltig im Sinne von klimatechnisch oder umwelttechnisch, sondern es braucht vielleicht in 3, 4, 5 Jahren keine Sau mehr. Wir merken einfach, es wird weniger angefragt. Oder wir sind einfach mittlerweile selbst als Macher in der Generation, wo wir sagen, wir fühlen es nicht mehr so richtig, was eigentlich die Zielgruppe braucht. Und auch da ist eine Vergänglichkeit total gut, sich zu sagen, okay, das ist wie so ein Basilikumbäumchen, das du beim Edeka mitnimmst und du merkst so, das kann ich jetzt einfach 3 Tage lang schön von der Seite gießen, damit es besonders gut bleibt. Und wenn ich schlau bin, gieße ich es nicht von oben. Aber irgendwann hat es halt auch seinen Punkt erreicht und ich muss mich von diesem Basilikumbäumchen verabschieden. Ja. Sträußchen, ich habe es noch nie zum Bäumchen geschafft. Also eher der grüne Daumen ist nicht so. Ja, beim Basilikum nicht, nee. Was würdest du Leuten oder Menschen in ihren 20ern vielleicht, weil das noch so eine Zeit ist, wo sich viel vielleicht auch verändert, empfehlen, wenn sie irgendwie ein konkretes Ziel haben, aber sie wissen nicht ganz genau, wie sie es erreichen können? Ich glaube, ein Tipp für Menschen, die 20 sind, und ich war mal 20, war, dass ich mir nicht von Leuten, die jetzt so alt sind, wie ich jetzt bin, sagen lasse, was sie tun oder was sie erreichen können. Ich glaube, dieses Thema, dass man nicht weiß, wie man sein Ziel erreicht, also wenn ich behaupten würde in meinem Alter, ich wüsste das jetzt, das wäre total vermessen, das stimmt nämlich nicht. Ich weiß es genauso wenig wie mit 20, nur dass ich mit 20 noch viel mehr Ideen hatte, die jeden Tag aus mir raus wollten. Und diese wohlgemeinte Renitenz, immer an sich zu glauben, zu sagen, aber ich mache das jetzt trotzdem und ich mache das jetzt auch, wenn die anderen das doof finden und ich gehe da meinen Weg, den brauchen wir ganz dringend, weil die, man prägt das mit 20 und nicht mit 40. Mit 40 sind wir dann vielleicht an dem Ruder, wo wir es entscheiden dürfen. Aber ich brauche auch jetzt diejenigen, die 20 sind, die sagen, Michael, das können wir so nicht machen, wie du das jetzt seit 20 Jahren machst. Das muss man jetzt anders machen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man mit 20 eben nicht den 40, 50, 60-Jährigen nach dem Mund redet, sondern dass man eben seine eigenen Ideen hat. Aber auch ausprobiert, auch selber damit auch vielleicht ein bisschen scheitert. Und dieses Scheitern ist extrem wichtig. Ich bin in meinem Leben so dermaßen oft auf die Nase gefallen. Und es ist verdammt wichtig, seine Erfahrungen zu machen und dabei nicht zu sagen, aber das war ja jetzt doof und jetzt kann ich nie wieder das machen, weil das habe ich ja jetzt gerade verbummelt und verbaselt und sonst wie. Also ein bisschen mehr Failure Moon in sich spülen ist ganz wichtig. Ne? Also das wäre so der Tipp. Also eigene Ideen haben, sich von niemandem sagen lassen, das geht so nicht, das kannst du nicht machen. Ich möchte dazu eine Story erzählen. Ich habe es ist wahrscheinlich findet ihr das total cringe und aus der Zeit und wahrscheinlich wisst ihr gar nicht, wie es geht. Ich hatte 1998 habe ich mir ein Kabel gekauft. Das konnte man an so einen Nokia-Knochen anschließen. Und da konnte ich einen MIDI-Sound von einem Computer auf dieses Telefon übertragen und jemand anderen per SMS schicken. Und ich bin damals zu einem Medienmanager gegangen, einem sehr großen Medienhaus und habe gesagt, ich habe da was gebaut, man könnte eine Website bauen, da könnten sich Menschen Klingeltöne auf ihr Telefon runterladen und verschicken. Und dieser Mensch hat gesagt, Michael, du bist so ein Freak, das wird never ever jemand machen. Und 2,5 Jahre später kam Jamba und hat damit Taschengelder von sehr vielen Kindern geklaut. Jetzt könnte ich sagen, ich bin ethisch froh, dass ich es nicht gemacht habe, aber da kommt ein Manager und sagt, Michael, du bist ein Freak, keine Sau wird das never ever tun, war für mich das größte Learning meines Lebens und ich hätte
da 2 Jahre später habe ich gesagt so, nee, das lasse ich mir nie wieder sagen. Spannend. Ich erinnere mich nämlich tatsächlich auch noch an die Zeit mit den ganzen Klingeltönen. Und ich saß dann nämlich auch vorm Fernseher und habe mir gedacht, ah cool, und jetzt gibt's dies und das. Ja. Aber ganz wichtiges Learning ist, es reicht nicht, die Idee zu haben. Man muss sie auch umsetzen. Also einfach aktiv ins Tun kommen. Ja, also wer den Hammer mit der einstellbaren Wucht will, es reicht nicht zu sagen, das wäre geil, wenn wir den hätten. Du musst ihn auch bauen können. Ich merke schon gerade, ich könnte mich jetzt auf jeden Fall noch länger mit dir unterhalten. Ich fand es auch sehr inspirierend und ja, freue mich einfach, dass der Zufall es so wollte und wir uns getroffen haben und dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Danke dir. Ich habe übrigens noch nie so ein persönliches Interview geführt.